Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video. Wir befassen uns heute mit sozialarbeiterischer Beratung nach Peter Pandolczak-Eisenbacher. Aber was genau ist Beratung in der sozialen Arbeit und wie wird sie in der Praxis verwendet? Pandolczak-Eisenbacher hat dazu Techniken der Gesprächsführung gesammelt. Diese werden wir in diesem Video genauer erklären. Er gliedert die Beratung in 6 Phasen: die Vorbereitung, Einleitung, Explorationsphase, Konstruktionsphase, das Contracting und den Abschluss. Jetzt werden wir auf diese Phasen eingehen, nämlich zuerst auf die Vorbereitungsphase. Hier ist es wichtig, sich bestimmte Fragen zu stellen, zum Beispiel, ob die Adressatin schon einmal in der Beratung war. Wenn ja, dann sieht man sich alte Fallunterlagen durch. Wenn es sich wie bei unserem Beispiel um ein Erstgespräch handelt, dann sammelt man Informationen, die man schon über die Klientin hat. Wir wissen, dass unsere Adressatin Sarah heißt, 20 Jahre alt ist und aufgrund von familiären Problemen in die Beratungsstelle kommt. Mit diesen Informationen können wir uns dann Notizen zu den wichtigsten Punkten im Gespräch machen. Es ist auch wichtig, dass man ein störungsfreies Umfeld hat. Und um auch innere Ruhe zu spüren, sollten während dem Gespräch die Gedanken zu 100% im Hier und Jetzt sein und nicht bei anderen Aufgaben. Jetzt, wenn wir so bereit sind, schauen wir uns noch das Setting an. Hier sehen wir einen typischen Beratungsraum. Aber es ist noch nicht alles so, wie es beim Gespräch sein sollte. Man muss darauf achten, dass der Raum freundlich eingerichtet ist. Würden Sie sich jetzt schon wohlfühlen? Wahrscheinlich noch nicht ganz. Da kann es helfen, wenn wir ein bisschen aufräumen und die Fallunterlagen am Tisch durch Getränke austauschen. Als letztes stellen wir die Sessel schräg gegenüber statt gerade. Das schafft eine weniger gezwungene Atmosphäre. Jetzt, wo das Setting stimmt, kommt hier auch schon unsere Sozialarbeiterin. Sie konzentriert sich noch einmal auf das bevorliegende Gespräch und dann können wir gleich hineinstarten. Grüß Gott. Hallo. Müller, mein Name. Sarah, hallo. Nehmen wir uns Platz, bitte. Dankeschön. Wie geht's Ihnen denn heute? Anstrengend. Es ist gerade echt anstrengend. Aber ich bin froh, dass ich heute hergeschafft habe. Ja, das freut mich sehr, dass Sie es gut hergeschafft haben. Haben Sie ja den Weg gut gefunden zur Beratungsstelle? Ich habe gut hergefunden, Dankeschön. Nur, es war echt schlimm, heute aufzustehen, weil das Wetter ja auch nicht so einladend ist. Ja, das verstehe ich natürlich. Heute früh aufzustehen ist wirklich sicher voll anstrengend. Aber deshalb freut es mich umso mehr, dass Sie eben gut hergefunden haben. Wie eben vorher schon erwähnt, bin ich die Frau Müller und Sozialarbeiterin hier in der Beratungsstelle. Und ich wollte Ihnen noch kurz erklären, dass eben die Beratung auf Freiwilligkeit basiert und dass eben alles, was wir hier besprechen, unter uns bleibt und auch an keinen weitergesagt wird und eben die Dinge vertraulich behandelt werden. Danke. Dann wollte ich noch fragen, wäre für Sie okay, wenn ich vielleicht ein paar Notizen mitschreibe? Ja, sicher. Okay, super. Vielleicht erzählen Sie mir einfach einmal, warum Sie heute da sind. Meine Nachbarin hat mir empfohlen, dass ich vielleicht einen Termin bei Ihnen ausmachen sollte. Und ja, ich dachte, es klingt gut. Ja, deswegen bin ich da. Ja, also letzte Woche hat es wieder einen großen Streit mit meinen Eltern gegeben. Und es ist wieder so viel geworden. Es war so laut, dass meine Nachbarin, eben die Luise, mich darauf angesprochen hat. Und ja, ich möchte ja nicht mit meinen Eltern streiten. Und deswegen, das macht mich einfach so fertig. Ja. Das verstehe ich natürlich, dass das für Sie eine belastende Situation ist. Aber wie schaut denn das genau aus, wenn Sie einen Streit mit Ihren Eltern haben? Ja, es sind wirklich das, so Kleinigkeiten, die dann eskalieren. Die fordern einfach so viel von mir, die haben so große Erwartungen. Am besten soll ich gleich den Familienbetrieb morgen übernehmen und dann ist gut. Ja, dann werde ich auch wütend und dann endet es meistens damit, dass wir miteinander gar nicht mehr reden. Am nächsten Tag im Frühstück tun sie so, als ob alles okay ist. Ja, es ist echt anstrengend gerade. Okay. Sie haben jetzt ja gerade gemeint, dass sowas eben schon öfters vorgekommen ist, ein Streit mit Ihren Eltern.
Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann beruhigt sich die Situation meistens nach ein paar nach ein paar Stunden wieder. Ja, genau. Aber in letzter Zeit ist es wirklich mehrmals in der Woche vorgekommen. Und ich weiß nicht, ich halte das zu Hause nicht mehr aus. Ich habe so ein Gefühl, ich ersticke zu Hause. Ja, Okay, also höre ich das richtig, Sie wohnen bei Ihren Eltern? ja, genau. Ich wohne noch bei meinen Eltern. Ja, vielleicht sollte ich einfach den Familienbetrieb übernehmen und dann ist eh gut. Dann würden wir auch nicht mehr streiten, aber ich weiß nicht, sagen Sie mir, was soll ich machen? Das mit dem Übernehmen vom Betrieb ist wahrscheinlich die einfachste Lösung. Aber sind Sie sich sicher, dass Sie das überhaupt wollen? Ob ich will oder nicht, ist es meinen Eltern sowas von egal. Also, das interessiert meinen Eltern überhaupt nicht. Und ich habe ja auch keine Wahl. Sie haben jetzt schon öfters von dem Familienbetrieb gesprochen. Darf ich noch mal fragen, welcher Betrieb das genau ist? Ja, also wir haben ein recht großen Restaurant und Gastro ist wirklich gar nichts für mich. Ich sehe mich da nicht. Ich habe keine Vorstellung, wie ich das mache. Ja, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich will es nicht. Aber ja. Okay. Und vorher haben Sie ja gemeint, Sie haben keine Wahl. Aber was würden Sie denn tun, wenn Sie die Wahl hätten? Mode. Ich liebe Mode einfach. Seitdem ich klein war, habe ich es immer geliebt, mit verschiedenen Designs zu stylen, zu spielen. Und ja, ich möchte gerne Modedesignerin werden und mich auch selbstständig machen. Ich habe mich auch schon erkundigt. Man konnte Modedesign studieren und das wäre wirklich mein großer Traum. Aber ich habe das Geld dafür nicht, leider. Haben Sie schon mal die Mietpreise jetzt gesehen? Das kann sich wirklich keiner mehr leisten. Okay, außer dass man reiche Eltern hat, aber. Und ich habe auch schon überlegt, vielleicht könnte ich pendeln von zu Hause. Aber die Öffis-Preise sind auch überteuert. Ja, Auto wäre noch eine Option, aber das ist auch so teuer. Ja, ich verstehe da natürlich total Ihre Sorgen wegen den ganzen Teuerungen. Aber eigentlich waren wir ja bei der Frage, was Sie gerne machen würden. Und da habe ich jetzt rausgehört, dass Sie sich total für Mode interessieren und dass Sie eigentlich lieber Modedesign studieren wollen. Ja, wäre schon ein Traum. Aber der Betrieb, ich kann meinen Eltern nicht enttäuschen. Haben Sie schon einmal probiert, mit Ihren Eltern über das Thema zu sprechen? Nein, das ist gar nicht so einfach. Überhaupt nicht. Okay, dann hätte ich jetzt vielleicht einen Vorschlag, dass wir gemeinsam eben versuchen, eine Möglichkeit zu finden, wie Ihnen vielleicht ein Gespräch leichter fallen könnte mit Ihren Eltern. Genau, und dass wir da einfach einmal schauen. Ja. Wir haben soeben die Einleitung und die Explorationsphase gesehen. In der Einleitung vermittelt die Begrüßung einen ersten Ansatz darüber, wie die Personen miteinander interagieren. Einstimmende Fragen können ein erster Beziehungsaufbau sein. Am wichtigsten ist es, dass die Sozialarbeiterin generelle Rahmenbedingungen klärt, was der Adressatin im weiteren Gespräch Sicherheit gibt. In der Explorationsphase geht es darum, sich ein genaueres Bild über die Situation der Adressatin zu machen. Hier ist aktives Zuhören essentiell. Es kann auch hilfreich sein, längere Pausen entstehen zu lassen, weil nach diesen oft wichtige Dinge gesagt werden. Sarah berichtet in dem Gespräch über die belastende Situation bei sich daheim. Hier spricht die Sozialarbeiterin das wahrgenommene Gefühl direkt an, um diesem Ausdruck zu verleihen. Danach fragt sie konkret nach der Situation zu Hause nach, um sich ein besseres Bild zu machen. Auch Spiegeln ist eine Technik, die hier hilfreich sein kann. Dabei gibt man gerade Gehörtes in eigenen Worten wieder, um sich zu vergewissern, dass man alles richtig verstanden hat.
Eine weitere Technik, die dabei hilfreich sein kann, sind rekonstruierende Fragen. Eine typische Frage wäre hier: Habe ich richtig verstanden das? Wenn man merkt, dass die Adressatin sich in voreiligen Schlüssen verliert, kann man steuernd eingreifen, um das Gespräch wieder zum eigentlichen Thema zurückzubringen. Auch kann es hilfreich sein, wenn die Adressatin generell abschweift, zu betonen, dass momentan noch nichts entschieden werden muss. Damit sind wir auch schon fertig mit der Explorationsphase und gehen über in die Konstruktionsphase. Dann würde ich noch mal kurz Ihre beiden Optionen eben wiederholen, die Sie mir gerade vorher geschildert haben. Einerseits könnten Sie den Familienbetrieb, also das Restaurant, von Ihren Eltern eben übernehmen, das was Sie aber nicht wollen. Und andererseits würden Sie viel lieber Modedesign studieren. Habe ich da noch irgendwas Wichtiges ausgelassen oder vergessen? Eigentlich nicht. Das wären meine 2 Optionen. Okay. Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar, was glauben Sie denn würde passieren, wenn Sie einmal versuchen, mit Ihren Eltern über das Thema zu sprechen? Ich weiß es nicht. Sie würden mich hassen. Wirklich hassen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Ihre Eltern am Beginn nicht so begeistert sein werden von Ihrer Idee zu studieren, aber Sie müssen ja auf sich selber schauen und eben was machen, was Ihnen Freude bereitet. Und vielleicht, wenn Sie Ihre Liebe zur Mode Ihren Eltern so erklären, wie Sie das gerade mir geschildert haben, vielleicht haben Sie ja dann doch ein bisschen Verständnis dafür. Ja, aber wie soll ich denn das machen? Was glauben Sie denn, wenn Sie von mir brauchen, um gestärkt in so ein Gespräch gehen zu können? Ich weiß nicht, ich fühle mich einfach momentan sehr überfordert und muss mal meine Gedanken sortieren. Ähm, Wie haben Sie denn früher in so ähnlichen Situationen gehandelt? Hm, Ja, also ich weiß nicht, ob es relevant ist, aber früher, als ich Teenager war, habe ich gerne Tagebücher geschrieben, in Schwierigkeiten und wenn ich Probleme hätte. Hat mir eigentlich recht gut geholfen, ja. Okay, das hört sich ja super an. Vielleicht wäre ja das auch eine Möglichkeit, dass Sie das jetzt einmal versuchen, Ihre Gedanken niederzuschreiben und die in dieser Form dann auch vielleicht sortieren können. Ja, könnte ich wieder mal versuchen, auf jeden Fall. Aber ich bin noch immer verzweifelt. Wie soll ich denn ausziehen? Wie soll ich das mir überhaupt leisten? Ähm, Seit neuestem, da gibt es in Graz so eine Wohngemeinschaft für junge Erwachsene, die erstmalig von zu Hause ausziehen wollen. Und der ist eben günstiger, weil es dort einige Förderungen gibt und dass eben das Wohnen auch für jüngere Menschen eben einfacher wird und auch leistbarer wird. Und da hätte ich auch so einen Flyer da, falls Sie den vielleicht mit nach Hause nehmen wollen. Ja, bitte. Okay, davon habe ich echt nie gehört. Mhm. Danke, ich schaue mir zu Hause das an. Aber ich habe trotzdem noch Angst bezüglich das Gespräch mit meinen Eltern. Ja, es ist völlig verständlich für mich, dass das eine große Hürde für Sie ist, mit Ihren Eltern über das zu sprechen. Aber ich finde, den ersten Schritt haben Sie bereits gemacht, indem Sie eben zu uns gekommen sind in die Beratungsstelle. Und darauf können Sie wirklich sehr, sehr stolz sein. Ja, stimmt. Ja, eigentlich muss ich jetzt wirklich nur noch mit meinen Eltern reden. Und vielleicht hilft mir der Folder auch weiter. Super. Haben Sie schon irgendwelche Vorstellungen, was Sie jetzt dann zu Hause tun werden? Ja, ich werde nach Hause fahren und eine Nacht drüber schlafen und versuchen, meine Gedanken niederzuschreiben. Wir haben gerade die Konstruktionsphase gesehen.
Diese dient dazu, um sich ein genaueres Bild von den Problemen und Zielen der Adressatin zu machen. Hier kann es hilfreich sein, auch einmal konfrontativ zu werden. Sarah erzählt, dass sie Angst vor dem Gespräch mit ihren Eltern hat. Es kann dann hilfreich sein, sie mit unangenehmen Fakten zu konfrontieren, wie zum Beispiel, dass wenn sie den Familienbetrieb übernimmt, dies wahrscheinlich ihre eigenen Ziele in den Hintergrund stellen wird. Es ist aber auch wichtig, positive Dinge zu betonen, wie zum Beispiel, dass Sarah früher Tagebuch geschrieben hat, was die Sozialarbeiterin lobt. Dadurch motiviert sie Sarah. Um diese Motivation nicht zu verlieren, kriegt die Adressatin auch direkte Angebote. Durch diese Information wird die Motivation aufrechterhalten. Es ist auch so, dass Gefühle normalisiert werden in dieser Phase, weil es oft schwierig ist für Adressatinnen, diese direkt anzusprechen. Am Ende der Konstruktionsphase sollte man noch einmal den Blick in die Zukunft werfen, um dann einen guten Übergang zum Contracting zu finden. Okay, das hört sich ja noch einem guten Plan an. Ich könnte Ihnen sonst noch anbieten, dass Sie sich morgen noch einmal bei mir melden und dann könnte man einen Termin ausmachen für einen der nächsten Tage und dann könnten wir vielleicht gemeinsam das Gespräch mit Ihren Eltern einmal als Rollenspiel durchüben, dass Sie vielleicht noch gestärkter und sicherer in das Gespräch starten könnten. Okay, daran habe ich wirklich nie gedacht. Rollenspiel klingt echt gut. Ja, bitte, das wäre echt sehr hilfreich. Das freut mich, falls das für Sie vielleicht eine Möglichkeit wäre. Aber wir haben jetzt Folgendes ausgemacht. Sie kommen einmal gut nach Hause, probieren vielleicht noch ein paar Gedanken aufschreiben, schlafen einmal eine Nacht drüber und eben bei Bedarf melden Sie sich einfach morgen bei mir und dann werden wir einen neuen Termin vereinbaren. Passt das so für Sie? Ja, klingt gut, danke. Okay. Haben Sie jetzt das Gefühl, dass Sie mit einem guten Plan nach Hause gehen können? Ja, ich fühle mich schon ein wenig erleichtert. Auf jeden Fall. Vor allem das Rollenspiel, das hat mir echt sehr gut angesprochen. Ja, bin ich echt schon gespannt, wie das sein wird. Vielleicht hilft mir das wirklich. Super, das freut mich. Ja, danke Ihnen auf jeden Fall. Gerne. Darf ich bitte Ihre Telefonnummer noch haben? Ja, sicher. Ich gebe Ihnen meine Visitenkarten. Ja. Passt. Perfekt. Ja, dann, wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann kommen Sie gut nach Hause, haben Sie einen schönen Tag und wirklich super, dass Sie es eben heute hergeschafft haben. Danke auf jeden Fall. Danke fürs Zuhören und danke für alles. Wiederschauen. Danke, Wiedersehen. Wir haben gerade den letzten Teil, nämlich das Contracting und den Abschluss gesehen. Im Contracting geht es darum, weitere Schritte mit der Adressatin auszumachen und Termine zu vereinbaren. In der Abschlussphase werden dann nochmal die Resultate aus dem Gespräch wiederholt, damit man einen guten Abschluss findet. Damit sind auch wir schon am Ende unseres Videos angelangt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt etwas über Beratung lernen können. Die Links zu unserer Literatur von Peter Pantušek-Eisenbacher sind in der Videobeschreibung. Wir freuen uns, wenn ihr das Video liked und den Kanal abonniert. Und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Team Beratungsberatung.